Hallo ihr Lieben, ich bin George Nasser und ich wollte euch heute zeigen, wie ich die orientalischen Tonleitern mit Dorico erstelle. Dorico ist ein Notenprogramm von Firma Steinberg. Es ist ein modernes Notenprogramm. Es bietet uns so viele Möglichkeiten und Funktionen an, damit wir die verschiedenen Partituren erstellen können. Bezüglich der Erstellung von den orientalischen Tonleitern, Dorico hat eine fortgeschrittene Benutzeroberfläche, die uns schnell ermöglicht, die orientalischen Tonleitern zu erstellen. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie das geht. Zuerst starten wir Dorico. Es dauert ein paar Sekunden, manchmal 10 Sekunden oder 20 Sekunden, kommt es drauf an. Dann öffnet sich dieses Fenster, Create New. Ich werde jetzt Gitarre schnell auswählen, Create Project. Dann öffnet sich dieses Fenster. Ich werde es ein bisschen größer machen, damit wir eine gute Übersicht haben werden. Wie wir hier sehen, eine moderne Benutzeroberfläche. Jetzt gehe ich zuerst hier Key Signature Tonality Systems und dann finde ich hier 3 Optionen. Equal Temperament, 12 EDO oder Equal Temperament, 24 EDO. Was bedeutet das? Diese Abkürzung EDO, Equal Division of the Octave auf Englisch. Auf Deutsch gleichmäßige Unterteilung der Oktave. Damit ich jetzt die orientalische Tonleitern schreibe oder erstelle, muss ich mit Equal Temperament 24 EDO. Ich werde jetzt Stein Zimmermann auswählen. Dann hat mir hier ab sofort gezeigt die Versetzung Zeichen. Hier finden wir zum Beispiel Halbkreuz oder halb B, wie wir wollen. Und jetzt zuerst, ich will euch was Wichtiges sagen. Ich werde jetzt ein paar Noten eingeben, zum Beispiel hier. Sobald ich C zum Beispiel eingebe, wir sehen hier, dass das Programm hat sich eingestellt. Wieder zurück zum Equal Temperament 12 EDO. Wieso das passiert? Weil, wenn wir mit 24 EDO schreiben wollen oder notieren wollen, müssen wir die Tonarten von hier auswählen. So, ich werde euch zeigen, jetzt wähle ich 24 hier und ich werde von hier jetzt zum Beispiel alles löschen. Zum Beispiel von hier. Jetzt habe ich die Tonarten von hier und jetzt werde ich die Noten eingeben. Wir sehen hier, hat sich nicht wieder eingestellt. Dann können wir weiter notieren, was wir wollen. Zum Beispiel, wie wir wollen, jetzt nur als Beispiel. Jetzt will ich jetzt einfach zum Beispiel halb B. Wir können jetzt auch hören, wann wir wollen auch. Funktioniert. Fertig. Können wir hier alles notieren oder einstellen, wie wir wollen. Jetzt natürlich die Frage, wie kann ich die Tonarten zum Beispiel von den orientalischen Tonleitern erstellen. Es gibt 2 Methoden. Ich werde euch jetzt die erste Methode zeigen. Gehe ich hier, natürlich die erste Methode. Hier
können wir Edit Tonality System. Von hier, dann hier können wir alles ändern oder bearbeiten. Hier Custom Key Signatures. Jetzt ich werde euch 2 Beispiele von den orientalischen Tonleitern zeigen. Cerast Tonleiter und Debayati Tonleiter. Hier Plus und dann können wir hier zum Beispiel Cerast Tonleiter. Ich brauche E halb B und B halb B. Kann man so machen und von hier ändern. Das ist jetzt B halb B und noch einmal E halb B und dann klicke auf OK und jetzt habe ich hier Debayati Tonleiter gleich. Auch brauche ich B, zweimal klicken, von hier können wir positionieren und dann E halb B, klicke zweimal nach oben und das ist jetzt Debayati Tonleiter. Fertig. Wie wir wissen, dass 2 Formen von halb B existieren. Eine umgedrehtes B und ein B mit einem Schrägstrich auf dem Hals. Wie kann ich die andere Form erstellen oder kreieren? Von hier klicke ich drauf, umgedrehtes B hierher, klicke ich drauf und von Edit, ich werde das löschen, Delete, und hier suche ich nach Arel Otstelik. Ich werde die Form hier finden, klicke ich drauf, Add Glyph und ist jetzt da. Dann klicke ich auch OK und jetzt finden wir es hier. Wenn wir diese Form oder was wir gemacht haben immer verwenden wollen, dann müssen wir Save as Default klicken. Wenn wir, was wir kreiert haben, nur für dieses Mal brauchen, können wir hier auf OK klicken. Und jetzt finden wir alles hier. Wir sehen einfach jetzt auch hier hat sich geändert und jetzt haben wir diese Form erstellt, ein B mit einem Schrägstrich auf dem Hals. Und jetzt kann ich Entschuldigung, nicht von hier, ich mache die von Anfang. Zum Beispiel Rast, das ist Cerast Tonleiter oder Debayati Tonleiter habe ich kreiert oder erstellt und jetzt kann ich, was ich will, weiter schreiben. Und jetzt die zweite Methode. Wir können unser eigenes Tonality-System kreieren oder erstellen und immer verwenden. Können wir hier, sehen hier, Duplicate Tonality System. Und können wir jetzt unser Namen eingeben. Zum Beispiel Oriental Scales. Okay. Und dann klicken wir hier Save as Default. Okay. Wieso machen wir das? Weil Dorico, wenn wir die Änderungen oder was wir kreiert haben, haben wir hier hinzugefügt. Es wird sie speichern und grundsätzlich ändern. Wir müssen unser eigenes Tonality-System kreieren und das speichern, damit wir beim nächsten Mal verwenden können. Okay? Und jetzt haben wir es kreiert. Wenn wir jetzt die orientalischen Tonleitern schreiben wollen, können wir von hier ab sofort Oriental Scales auswählen und weiter schreiben und haben wir jetzt
was wir wollen, unsere Tonarten, unsere Accidentals oder unsere Versetzungszeichen und können wir dann weiterschreiben. Bei Dorico alles funktioniert, können wir die Partitur exportieren, wie wir wollen, als PDF. Wiedergabe funktioniert ganz perfekt, ganz richtig und werden wir schnell unsere orientalischen Tonleitern erstellen und notieren und schreiben, alles funktioniert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video über Dorico weitergeholfen habe. Vielen Dank.